So, 1, 2, man hört mich. Wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Zum Wochenende, am Freitagabend. Ich freue mich, endlich Wochenende. Wohl doch Zeit, oder? Oh, ja, anstrengende Woche. Haben zwar unter der Woche auch schon ein bisschen was gemacht, aber ja, wir werden heute noch mindestens einen Fall, vielleicht auch noch 2 machen. Mal gucken, wie wir vorankommen. Die Fälle, die werden ja auch immer länger. Und ja, ich glaube, der letzte war gut. Der davor war, glaube ich, nur mit einem Stern. Wir müssen halt gucken. Wir haben noch Intuitionspunkte, dass wir die verwenden, wenn wir sie brauchen sollten. Und wie immer könnt ihr mitmachen und miträtseln, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. So, und wir starten in die nächste, in den nächsten Fall. Ich komme mal hier rüber. Da sind wir. Wir starten hier den nächsten Fall. Unser Spielstand steht auf die nackte Stadt. Ich sag, wir gehen einfach rein, auf die Plätze, fertig, los. '5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Ja, da geht schon direkt los. So schnell habe ich damit gar nicht gerechnet. Tag, ich wollte mir noch trinken am Einschütten. So, nochmal wunderschönen guten Abend. Prost. So, wir gehen direkt rein. So, irgendwas mit Morphium. Das ist wieder der Morphium-Fall. Vorher? Was haben wir denn jetzt? Fahren Sie einfach hin. Wir haben wieder eine... Okay, wieder mit dem Armee-Morphium. Mit dem Armee-Morphium. Da haben wir ja die Zeitschriften. Die Zeitschriften gesehen. Und in den Videos kam ja vor, dass die alten Kollegen hier da mit unter einer Decke stecken, ne? Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Wo ist denn der Ausgang hier? Ich suche mir immer den Ausgang. Parking Lots. Da in die Richtung. Okay. Voll verwirrend hier. Was ist denn heute mit dem Kabel hier? Sonst nervt mich das doch nicht so. Seem distracted. Schick it. We recovered the morphine. Feuerwehrauto. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case Was ist opens denn für eine another. Verkehrsführung hier? Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hunk. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Any Central unit of 484 just occurred. 3155. Oh, die Zentrale will wieder irgendwas von uns. Code 3 identify. Okay. Den Fall nehmen wir noch mit. Ich würde ja glatt sagen, ich fahre heute mal gar nicht so schlecht, aber wenn ich das jetzt sage, dann baue ich einen Unfall. Kennt mich.
Ne, da konnte ich immer bremsen. Verdammt. So schön unfallfrei bis dahin durchgefahren. Das noch weiter hoch. Was ist das denn? Ey, bleibt auf eurer Spur! Ich habe wenigstens gedacht, dass die Fälle in der Nähe sind. Aber nicht ansatzweise. Alter, wie weit weg ist das denn? Ich glaube, dass ich hier noch nie hingefahren bin. Sehen wir mal noch ein bisschen mehr von der Stadt. Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Oh, ein bisschen leiser. Ich sollte auf die Straße gucken. You gotta help me, officer, please. Slow down. What happened? I was just walking along, not bothering nobody. And these punks jumped me. They knocked me across my mouth and took my money. How long ago was this? Not more than 20 minutes ago, mister. They went that way, down the alley there. Wait here. Ey, guck mal. Please, you sucker. Der klaut das Taking the Polizeiauto. car! Shit, come on, let's get after him. What the fuck? Cole. Der verarscht die Bullen und klaut denen das Auto. Getting close. Steer him off the tar. Hit him, Cole. Spin him out. Kommt noch ein Feuerwehrauto dazu. Wow, 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 wow. Aber einer hat Glück. Tja, Now, wasn't that... hier endet die Flucht. Hands behind your head. Oh gut, ey. Der Dieter voll verarscht. Was war denn? Ach, da.
Und was hatte der jetzt davon? Eine kurze Spritztour mit einem Polizeiauto. Klasse. Egal, wir kriegen EPs und mit EPs kriegen wir Intuitionspunkte. Bis nächste Mal. You drive. I need to go over the case notes. Second floor. Apartment 6. In the back. Apartment 6, okay. Thanks. Immer keine großen Apartments das hier, ne? Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with this? Meine beiden alten Kollegen, ja? 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Wir kennen ja seine Ermittlungsmethoden. Die Ermittlungsmethoden waren immer so. Ja, die Frau wart, der Mann wart, der Gärtner wart. Egal. Egal, was dann Beweisen da ist. Gucken wir mal, was ist das hier denn? Schickes Foto. Was haben wir denn hier? Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Okay, was haben wir hier drin? Achso, da ist nichts drin. Da hat wir irgendwas. Okay. Wie noch Klamotten, Bettlaken, Strümpfe, Schuhe. Sieht aus wie in jedem Schlafzimmer. Ah, gut. Vielleicht nicht in jedem Schlafzimmer, nur in jedem zweiten. Was haben wir denn da? Looks like barbiturates. Hier für ein Döschen. Weiter untersuchen. Können wir auf die Rückseite gucken? Nein. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? Aha. Eine Kapsel nach der Mahlzeit, einmal täglich, 2. Dr. Stone. I should speak to a Man. doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Okay. So wenige Sachen gesehen und schon so viele neue Erkenntnisse. What? Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Nope. Be my guest. Nichts zu sehen, ne? Gucken wir uns die mal an. Take a closer look at her head and neck.
Ja, die hat ganz schön viele Bruised pretty badly. Druckstellen, ja. Ja gut, da zieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Die hat drosselt worden. Oder da an den Armen. Alter, was ist denn da los? Bruising on the forearms and these Wollte gerade sagen, sieht like irgendwie bite wie marks. Very good. Bissspuren aus. Sonst sieht alles normal aus. Machen wir mal die andere Seite noch. Ehering. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Ja, finde dies, finde das. Du bist ja lustig. Wenn das alles so leicht zu finden gewesen wäre, hätte das ja wahrscheinlich schon jemand anderes hier gefunden. Zum Beispiel die Kollegen, die vor mir hier waren. Ich gehe jetzt nochmal zurück mit den neuen Erkenntnissen. Vielleicht irgendwo noch was. Ja, dahinter ist nichts. What now? Once you've checked the bathroom, Cole, you better take a look around. Ja, ich gucke ja schon hier. Gehen wir hier in Kitchen. Machen wir hier. Ein Bügeleisen. Sehr verdächtig. Don't think this is anything. Meinst du nicht? Ne. Ich bei dir. Ich glaube auch, der Kochlöffel wird hier nicht viel bringen. I doubt it. Was ist denn mit dem... Das wird wohl auch nicht die Mordwaffe sein. Don't think this is any use to us. Doesn't give me anything to go Da on. steht noch Müsli von heute Morgen. Hat jemand nicht aufgegessen? Was hast du denn hier gefunden? This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Der hat sich aber gern schön angezogen, ne? Verdammt. Da wäre jetzt der Hinweis gewesen. Hier hätte ihr Hinweis sein können. War aber nicht. There's been a modeling assignment. Aha. Leiste mir doch Gesellschaft. It's a place to start. Okay, da sollen wir starten. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Oh, die einen Modeljob gemacht habe, ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Ich meine, ist ja ein hübsches Ding gewesen. Jetzt ist sie eher blau. So wie sie da liegt. Fragen wir mal hier, wie steht die denn hier dazu? Ist denn das? Badezimmer? Ja, da haben wir, da waren wir, da waren wir. Okay.
I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? What else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Hausmädchen. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Warum lügen die immer? Warum lügen die immer? Die hat doch nichts zu verlieren, die Alte. Die ist schon total abgefuckt gerade. I can't stand around here all day waiting for you. Her face beneath the water? I need to do something. Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Hätte ich doch die... I'm trying, officer. Please come back. Hallo, ich würde gerne meinen... Achso, wenn ich da sitze, kann ich das Buch nicht aufrufen, oder was? Ja, ich wollte die Beweise durchgehen, genau. Hätte vielleicht doch das Rezept sein können. Beziehungsweise die Herrenhausjacke. Das ist schon wieder tricky. Privatlebensopfer. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Ohne Witz. Lügt sie mich schon wieder an? Also sie muss ja die Herrenhausjacke gesehen haben. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Aber was hat sie denn davon, das nicht zu sagen? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann sie nicht sagen, ja, da war halt ein Typ? Ist halt so. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. So fein kann das ja nicht gewesen sein, dass da... Wird anzweifeln. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Okay. Also wir haben hier, glaube ich, alles aufgenommen. Ich frage mich trotzdem, was hat sie davon zu lügen? Ja, also die Aussage,
jemandem noch irgendwie schlecht über jemanden zu reden. Was war denn jetzt schlimm daran zu sagen, dass halt hier dieser Typ war? Can you get some guys to run down the jacket? You think Oh, gibt Carruthers einfach called it right? He rarely gets gerne it wrong. Befehle. Sagt man I don't schon. know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Aber dass die Model war, ist doch schon wieder so ein Ding. Das hat doch irgendwie damit zu tun. Und wenn der Killer nachher der war, der sie fotografiert hat, weil er nicht genug von ihr bekommen konnte oder so, irgendwie sowas. Hätte ich mir schon gut vorstellen. So, Julia Randalls Apartment, das sind wir. Soll noch was offen sein? Sicher? Oder ist buggy? Jetzt will ich aber übersehen. Ey, wir fahren jetzt in Dr. Stonemans Praxis. Ist ja gut, ey. Ich parke hier. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing off his lunch. Aber ich muss schon sagen, der war jetzt auch nicht so der viel Bock auf den Job hatte. Der hat die Stelle immer schön einfach gemacht. Und am Ende ist er aufgewacht bei uns. 4 Kilometer weit weg. Oh, komm. Jetzt schickt er uns wieder 40 Kilometer in die andere Richtung. Um die Zwischenaufgabe dann zu erledigen, oder? Weg von der Straße. Wo ist das schon wieder? Voll in der Wallerei. Haben wir den eben schon hier? Irgendwie Murin am eben schon hier waren.
Ey, jetzt haben sie uns aber wirklich an allerletzte Ende geschickt, oder? Wie geht denn das noch darüber? Ich wusste noch nicht mal, dass die Stadt so groß ist. Doch, hier machen wir schon mal. Hier machen wir eben schon mal. Bis ich da bin, ist das sowieso schon rum, oder? Da sind die Verbrecher zweimal weggelaufen. ETF, gab es da keine nähere Streifen, die dahin nicht fahren können? Wow. Boah. Ey, hier ist unser altes Department. Wir sind so weit jetzt hier runtergefahren. What the fuck? Die Zwischenmission hält uns ja überhaupt nicht von unserer eigentlichen Aufgabe ab. Verleckt, da sind wir. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports of 415 in 7th and Central. Unit to handle code 2, identified. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, Roger. Your 415 is at the corner of 7th and Central. Tödlicher Sturz. Some disturbance. I need to get up there. Wow. Jetzt gefallen, du. Hat überlebt? Dudley, you killed him. You saw what happened? That creep attacked me. I can't watch you go around with drunk losers like that anymore, honey. What are you doing up here with him anyway? You deserve better. He invited me up to... Dudley, I had no idea you felt this way. Okay, der hat Typ umgebracht. You! Get back here!
Wo ist er hin? Wo ist er hin? Nein! Danke für die Tür aufmachen. Der nett. Oh. Dudley Lynch. It's been a while. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Whee! Getting close. Steer him off the tar. I'll try for the tires. Keep your foot down. Ja, Alter. Wow. Hit him, Cole. Spin him out. No, 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 no. War so klar, dass der Zaun nicht kaputt geht. Oh shit, oh shit. Wo ist der reingefahren? Nee, da ist er doch. Oder ist er weg? Shit. Ah, ich habe gedacht, da könnte ich auch reinfahren. Verdammt. Dann wohl noch mal von vorn. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identified. You want to leave that one to the... Nicht überspringen, ne? Some disturbance. Need to get up there. Und Go on, get after him. daher. Dudley, you killed him. You saw what happened. That creep attacked me. I can't watch you go around with drunk losers like that anymore, honey. What are you doing up here with him anyway? You deserve better. He invited me up to... Dudley, I had no idea you felt this way. Hat hier die Alte einfach so weggeschubst, ne? Auch geil. Get back here. Fuck. Nee. Also auch wenn man ganz zackig ist. After him, goddammit. Dudley Lynch. It's been a while. Wissen wir ja dann nach vorne einbiegt. Step on it, huh? Just give me a little closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Er schießt doch drauf. War doch direkt neben uns. Er schießt nicht, ne? Getting close and steer him off the tar. Wow, 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 wow. Das war knapp. Hit him, Cole. Spin him out. It's no good. We need to get closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Das haben wir doch. Dudley Lynch. I didn't mean for him to fall.
I swear to Christ I didn't. I just wanted to keep him away from Shannon. He was taking advantage of her. It's out of my hands, Lynch. Claim self-defense and see if Miss Perry will testify on your behalf. Das sah mir nicht nach Notwehr aus. Aber das liegt nicht in unseren Händen. Egal wie der aussah. Aber ich hätte nicht als Notwehr angesehen, was wir gesehen haben, oder? So. Fahren wir wieder zurück. Die 50 Kilometer. Auf der Strecke kommt bestimmt noch die ein oder andere Mission. Wir könnten ja mal ein paar davon machen eigentlich. Das werden wir die wahrscheinlich auch nicht überhaupt gar nicht fertig bekommen. Was jetzt für die Hauptstory eigentlich nicht so relevant ist. Man muss die nicht machen. Ich glaube, ich habe die noch nie alle gemacht. Aber wäre ja eigentlich ganz cool, wenn wir zumindest einen Großteil davon sehen. Blöd, wenn die alle so weit auseinander liegen, wo man immer dann... Oh, was kannst du denn mitten auf der Straße? Wenn der weitergefahren wäre, wäre nichts passiert. Ja. Das sieht mal so aus, als würde es wenigstens auf unserem Weg liegen. Können wir mitnehmen. Ciao, mit moin. Mir geht's halt super, dankeschön. Und dir? Ja, Wochenende. Wie sollten wir gehen? Traumhaft, oder? Irgendwie ging die Woche schon schnell vorbei, aber sie war trotzdem irgendwie anstrengend. Keine Ahnung. Also Fischen rausmachen. Ne, Fischen ist noch da. Ja, der Bot ist manchmal ein bisschen langsam. Manchmal verschluckt er den Befehl auch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe denen schon geschrieben, dass ich das irgendwie doof finde, dass wenn man manchmal schreibt und dann gar nichts kommt, dann nicht weiß, woran es liegt. Der scheint da noch nicht so ausgefeilt zu sein. Lookout ist auch gut, kann man so sagen, genau. Wie war deine Woche so? Ich hoffe angenehm, gemütlich. Und jetzt einen guten Start ins Wochenende haben. Ach. Are you crazy? Dann war doch ein Kopf auch nicht. Ich habe die eigentlich immer lang. Ich habe eigentlich nur die Seiten immer kurz.
Und die lasse ich alle, die mache ich alle 2 Wochen. Also wäre, glaube ich, jetzt langsam wieder Zeit, dass ich die Seiten mache. Das ist selten, ja. Tatsächlich. Weil meistens nach so einem Arbeitstag mit Headset und so sieht die Frisur nicht mehr ganz so sauber aus. Dann habe ich auch meistens danach eine Mütze an. Weil ich sie dann abends nicht nochmal extra machen will. Der Grind in Rail war leck. 42. Wir spielen morgen. Asmo. Ist zumindest mal geplant. Morgen Abend bin ich verabredet hier mit dem Bersi und der Inalia. Und dann wollen wir auch mal ein bisschen Asmo. Freue ich mich schon drauf. In einem Update schon fast 200 Mal gestorben. Bin jetzt schwerer geworden, oder? Ist deutlich schwerer geworden. Auch fortgeschritten fand ich das schon knackig. Also meines Erachtens definitiv. Weil der Hand, also die Handen teilweise so krass und so schnell hintereinander, dass man kaum noch eine Chance hat, mit diesen Kuppelsachen überhaupt Temperatur zu messen oder sowas. Ja, aber auch die Hand, also auf Mitte, also auf fortgeschritten. Der hat bei uns teilweise, wir haben das beobachtet auf diesen Karten, alle 20 Sekunden gehandelt. Du bist ja noch nicht einmal im Haus, hat der schon wieder angefangen. Oh, ich bin jetzt an dem Dings vorbeigefahren. Ups. Das war schon übel. Also, klar, die schlechten Items spielen da auch gut mit rein, das merkt man auch. Aber die haben teilweise alle 20 Sekunden gehandelt. Wir haben dann auf dem Graph geguckt. Der hat aufgehört, 20 Sekunden und dann hat er wieder angefangen. LAPD, ma'am. Are you all right? That lowlife! That filthy lowlife! What happened? I was standing ready to get off and I heard a click. His camera. That pervert took a picture of my... up my... Which way did he go? Von ihrer, ja? There! Von ihrem Schmuckkästchen. Right there! Guck mal. Der versucht noch mehr Schmuckkästchenbilder zu machen. Fuck. Mit dem Apparillo will der... Ah, wie will der denn da die Fotos machen? Go on, Phelps, get after that creeper. Er sollte eigentlich nicht tanzen, wenn keiner im Haus ist. Naja, natürlich war jemand im Haus. Ich war ja nicht alleine. Aber der hat alle 20 Sekunden fast. Wirklich durchgehend da. Immer wieder. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, hier ist ein Perversling. Den müssen wir das Ding festmachen. Wow. Wow. Hit him, Cole. Spin him out. Schmuckkästchen-Fanatiker hier. Wollte seine Bildersammlung erweitern. In Heimat. Was ist denn mit dem Postkasten da los? Das sah irgendwie falsch aus. Close and steer him off the tar. Oleg, 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 Oleg. Boah, der Pommesstand muss weichen. Wo ist der hin? Da vorne ist er, gell? Der ohne Kofferraum. Komm.
Kommen dem kaum hinterher. Meine Karre ist auch schon in Mitleidenschaft gezogen. Aber mein Kollege hat noch ganz... Wow! Endstation! Da hat uns die Straßenbahn geholfen. Show me your hands. You're under arrest for public indecency. Oh, Christ. Der kleine Perversling hier. Ja, ich gucke mir morgen nochmal an, wie es morgen läuft. In Phasmo, ich bin gespannt, ob das wieder so viel Hand ist, aber da war auch noch kein Patch draußen. Kann sein, dass die 2 Patches da schon ein bisschen, ja, dass die schon ein bisschen Einfluss darauf hatten. Genauso gut wie meins, abgesehen davon, dass du mehr Action hast. Ja, man hat hier schon gut Action in dem Game, das muss man sagen. Es geht manchmal zügig daher, aber manchmal ist es auch ganz entspannt. Dann muss man so ein bisschen mit denen sprechen und dann muss man sagen, ob es eine Lüge ist oder Wahrheit oder man zweifelt an, was der gesagt hat. Schon ganz cool. Und da lasse ich auch jeden hier im Chat gerne mitraten. Oder ja, mitraten, mitentscheiden, was wir wählen, weil es ganz cool. Dann können wir uns gemeinsam ein Bild davon machen, ob derjenige, mit dem wir sprechen, halt die Wahrheit sagt oder nicht. Super geil, super geil. Oh, die Laura. Einen wunderschönen. Du hast meinen Bot kaputt gemacht. Warum hängt mein Bot? Laura, vielen lieben Dank. Mein Bot ist kaputt. Dankeschön für 2 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Savarino. Merci. Sehr, sehr geil. Freue ich mich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist alles in Ordnung? Ich habe gesehen, du bist auch, glaube ich, unterwegs, ne? Dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr geil. Aber mein Bot geht heute nicht so gut, ne? Du sagtest eben schon, Jobbit mit dem Fischen, ne? Und jetzt kackt er hier auch noch beim Sub-Alert an. Aber Moment, wir können versuchen, ob er wiederholt kommt, ja? Kann den, glaube ich, nochmal... Kann ich den nochmal anstoßen hier? Warum kann ich das nicht mehr anstoßen in meinem Aktivitätsfeed hier? Das konnte ich doch früher immer. Früher ging das. Statistiken, Quellen, Szenen. Wake up, Cole. Aktivitätsfeed. Früher konnte ich hier sagen, nochmal abspielen. Geht irgendwie nicht mehr. Warum ist das weg? Die hat echt rausgenommen. Filtern kann ich nicht, aber sonst nichts. Kurios. Ne, kann ich nicht machen. Nicht hier machen? Ne, kann ich auch nicht. Tut mir leid, dass er nicht ganz gekommen ist. Aber vielen, vielen Dank für den Support. Meine Liebe. Merci, merci. So, wo müssen wir hin? Jetzt bin ich komplett durcheinander. Hier haben wir geparkt. Hier haben wir geparkt und jetzt müssen wir, glaube ich... Wohin? Nichts markiert. Da rein. Durch die Hintertür. Sagen wir Hallöchen. Überraschung. Hier sind wir. Was ist da? Gut die Augen aufhalten. Beweise finden für irgendeinen Kram. Oh, guck mal hier. Frisch gebonert. Frisch gebonert. Hier, wir hätten noch vorne reingehen können, by the way. Aber wir lieben den Überraschungsmoment. So, wir suchen... Wen suchen wir? Wen suchen wir denn? Second Floor.
Da sagt mir kein Name was. Coleman. Coleman ist das, oder? Den wir suchen. Bin ich aber gerade komplett raus. Hinweise. Nee, Orte. Dr. Stoneman. Stoneman suchen wir. Stoneman. Hier gibt es keinen Stoneman. Yielding, Coleman. Hier gibt keinen Stoneman. Ach, null. Hier gibt es noch eine Tafel. Und fifth Floor. Okay. Fifth Floor, oben Dr. Stoneman. Fahren wir mal mit dem Aufzug hoch, gemütlich, oder? Captain. Was für Weicheier. Mal direkt mit dem Aufzug. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. So, 505 suchen wir. 505, das ist die 502 da. 503, 504, dann wird das hier 505. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Okay, wir dürfen rein. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Okay, fragen wir mal über die Beziehung des How well Opfers. did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Das glaube ich nicht. Warte mal. Also, wir haben als Beweise, Gerichtsmediziner fand Zeichen von gewaltvoll verabreichte Morphium-Überdosis. Daran ist sie ja gestorben. Selbstmord durch Überdosis mögliche Todesursache. Das glauben wir ja nicht. Dann hat sie eine Herrenjacke in ihrem Schlafzimmer hängen gehabt. Das wird aber nicht er gewesen sein. Das haben wir ja schon soweit rausgefunden. Sie hat in einer silbernen Pillendosis wegen Schlafstörungen und Depressionen Pillen verschrieben bekommen, und zwar von ihm hier, vom Dr. Stoneman. Das beweist aber nicht, dass sie erst 6 Monate nur da war. Hier haben wir auch noch ein... Detective? Ja, hier haben wir auch noch ein Rezept von Amphetamintabletten. Im Juli 46, Juli... Ja, nee, das passt auch nicht eigentlich. Goldring mit einem 2-karätigen schwarzen Saphir hatte sie an. Analyse der Beweise am Tatort gibt 2 mögliche Mordverdächtige. Julia Randall war vom Beruf Model und ihre Haushälterin Virginia Reynolds erwähnt einen Mr. Henderson, der in San Francisco lebt. Das ist ja der, dem die Jacke gehört. Okay, also ich habe keinen wirklichen Beweis. Ich würde sagen, anzweifeln. Ich glaube, von seinem Gesichtsausdruck her, er schweift immer mal wieder so rüber ab. Ich würde sagen, es ist nicht ganz die Wahrheit, weil er uns da auf den Tisch legt. Hätten doch was anderes gehabt. Detective? She was incredibly beautiful. When you looked in her eyes, you knew how a mouse felt before a snake. Not an ounce of warmth there. Der Satz da. Der Satz da, der hat mich gerade
Der war verschossen in die. So wie er das da gerade beschrieben hat. Er war da verknallt in die und die wollte nichts von dem. Er hat ihr schön Rezepte ausgestellt. Ja. Und sie hat ihn aber abblitzen lassen. Könnte ich mir gut vorstellen. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Ja, das ist doch auch schon wieder so. Ich verwende jetzt mal einen Intuitionspunkt. Wir machen das so selten. Aber das hier will ich jetzt wissen. Ich will wissen, was die Community hier sagt. Anzweifeln. Ich hätte auch Anzweifeln genommen. Hat mich nur bestätigt. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. 1 von 2 richtig, also 50%. Das war nicht so viel. Hat uns nicht so wirklich viel weitergebracht. Gucken uns aber trotzdem jetzt mal bei ihm hier noch um. Was hat er denn hier? Nichts Besonderes, okay. Was hat er da? Doesn't look like anything. Auch nix, okay. Nichts, was uns irgendwie... Einfach mal in dem sein Büro rumschnüffeln, während er dabei zuguckt. Kann ich. Hier passiert aber nichts mehr. Eine Teetasse. Hat mit dem Mord wahrscheinlich nichts zu tun. If you don't mind, I have patients to see too. Okay. Also meines Erachtens haben wir hier nicht wirklich viel rausgefunden. Ich weiß nicht, wenn wir die erste Frage richtig beantwortet hätten, ob wir dann mehr rausgefunden hätten, glaube ich auch nicht. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Der Alte lügt, ja. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Ja, also mir ist, wie gesagt, mir ist das auch nicht so ganz klar, aber ich denke, hier war verschmähte Liebe im Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Und da er ja leicht an sowas wie Drogen rankommt, ne, also Medikamente, auch Morphium und so, könnte es ja möglich sein, dass er das Zeug halt jemandem gegeben hat, der das für ihn durchgeführt hat. Oder vielleicht auch er selber. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Ah, das machen sie halt wirklich so. Zumindest in der Zeit. Heute noch so ist. In Julia Randalls Apartment haben wir irgendeinen Hinweis nicht gefunden. Das stört mich. Ich fahre noch mal hin. Ich muss den Hinweis finden. Ich will den finden. Alter, du siehst doch, dass ich hier drehe. Kannst du mal die wenigsten halbwegs bremsen? Mann. Autofahrer, die haben die Bremse nicht gesehen. Ich auch nicht, by the way. Aber von mir reden wir jetzt nicht.
wow. Hat heute alles so gut angefangen. Ich bin so schön unfallfrei gefahren. Und jetzt fahren die mir wieder alle in den Weg. Wo war denn? Ah, das war hier auf der anderen Seite. Okay. Wieder da. Irgendwas ist hier noch komisch. Ich muss den Hinweis noch finden. Und ich wette, es war nur irgendwas, was total unwichtig ist. Was wir nicht gesehen haben. Echt jetzt? Das hier in den Räumen nicht? Leiche ist weg. Die haben sie schon mitgeholt. Dafür ist es da, kannst du gerne machen. Definitiv auch kein Beweis. Hier vielleicht. Und nicht? Hier drin war auch nichts mehr. Ist denn der letzte Beweis? Da muss irgendwo noch was sein. Das vielleicht außerhalb der Wohnung? Innerhalb der Wohnung habe ich wirklich ultra gründlich gesucht, aber außerhalb nicht. War zum Beispiel nicht ein Zug gelaufen. Hilft mir aber auch nicht. Siehst du, da hat der Bot wieder Schluck auf. Curious, ne? Definitiv curious. Also irgendwo hätte doch jetzt noch irgendwas sein gemusst. Oder hätten wir auf. Der einzige Hinweis, den wir uns nicht angeguckt haben, war der Briefkasten. Hier ist kein Briefkasten. Kriegen die keine Post hier? Post ist hier überbewertet. Ja, die haben keinen Briefkasten. Ah doch, da. Kann man aber auch nicht gucken. Ja, ich habe keinen Schimmer, was hier noch zu gucken wäre, zu finden wäre. Daher machen wir uns auf ins Bekleidungsgeschäft. Das ziehen, keine Ahnung, das ziehen. Was ziehen? Wird das D stumm gesprochen? Ich weiß nicht. Ist mir auch wurscht. You're behind the wheel. Ist mir auch wurscht. Ist es schön? Ja, es ist nicht schön.
Das ist auch schon so ein Edelboutique, ne? Hier die feinen Damen, ja, aus feinem Hause. Mhm. Köpfchen hoch, ja. Was hat die mit ihrem Arm da gerade gemacht? Das sah aus, als wäre die mehr als nur gelenkig. Well, hello. What can I help you with today? Ja, ich hätte gerne dieses rote Kleid da anprobiert. Roy, was hältst du davon? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Was ein Schock. Die hat hier also gearbeitet, ja? Wenn wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Ja, gut, da gibt es jetzt keinen Einwand von mir. Das war sie und sie macht mir jetzt auch nicht den Eindruck, als würde sie da irgendwie lügen. Klar gesagt, guckt mich klar an, weicht nicht aus. Sollte Wahrheit sein. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Macht er gerade den bösen Kopf hier? Oh ja, guckt. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Also ich finde so Ringe tatsächlich eher unpraktisch, oder? Wenn die so riesen Klunker haben, dann bleibt es doch gerne mal irgendwo hängen, oder? Ich weiß nicht, ich trage sowas nicht, aber könnte ich mir doch unpraktisch vorstellen. Okay, Heather Swanson, braune Augen, 22, Haare braun, weiblich, okay. Model und Freundin von Julia Randall. Dann reden wir mit ihr mal. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Henry Arnett. Die lügt mich nicht an. Aber Henry? Aussage des Hausmädchens war... Henderson heißt er. Ich wollte gerade sagen, Hen, sagt mir doch irgendwas. Ich würde sagen, das ist die Wahrheit. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Aha. Aha. Der könnte vielleicht auch damit in Verbindung stehen. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Die lügt mich nicht an, die weiß davon nichts. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life.
Ich muss sagen, da war die erste Person in dem ganzen Spiel, wo ich wirklich gedacht habe, die wusste davon vorher nichts. Und die war sichtlich geschockt. Sonst ist irgendwie immer so, ja, ist tot. Oh, das ist aber doof. Irgendwie komisch. Die war jetzt mal wirklich richtig geschockt. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Okay. Dann fahren wir erstmal bei unserem Leichenschmaushaus vorbei. Und gucken uns da an, was es da für neue Informationen gibt. Ab zum Leichenschmaushaus. Are we undercover now? Put the siren on. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Cole hier härter geworden ist in seinen Fragestellungen, oder? Wenn ich überlege, wie er am Anfang so zaghaft und immer gutwillig irgendwie noch gefragt hat, ist er doch jetzt schon ein bisschen härter geworden. Ein harter Typ. Coroner's waiting for you in the examination room next door. Go. Next door. Wo ist der Next door? Line-up galleries, booking desk, interview. Line-up gallery. Technical service downstairs, briefing room, station commander, staff only. Patrol room. Interview room. Ja, wo ist denn das? Patch room. Wo ist denn der? Ja, keine Ahnung, wo der ist. Press Office. Wir gehen mal runter. Hätte ich jetzt unten vermutet, aber hier ist nur Technical. Was ist hier hinten? Boiler Room. Electronic Lab. Land Room. Pflanzen. Armory. Shooting Range. Locker Room. Bin ich jetzt doof? Ich hab jetzt so übersehen. Ja, da kann man ja einmal durchgehen. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin muss. Das neue Department hier, da kenne ich mich absolut nicht aus. Are you a spy? Wie? Müssen wir da raus? Auch nicht. Ich bin mich nur am Verlaufen, ey. Gallery, auch nicht. Das Interview Room 3, dann sind wir auch nicht hin. Advice?
I'm stumped. Ideas? May as well get this over with. Let's go and hear Mal's fairy tale. Ja, wenn ich wüsste, wohin. Was ist das hier denn? Ein Ausgang, oder? Ja, das ist ein Ausgang. In der Raum bin ich jetzt total. Oh, nicht? Der wird die Leiche doch nicht in den ersten Stock bringen, oder? Das macht keinen Sinn. Ich darf jetzt hoch. Ich will jetzt gucken. Briefing Room, Detective, Station Commander. Also hier oben. Hier oben glaube ich nicht, dass der ist. Autotest. Leutnant. Robotics. Kannst mal wieder aus dem Weg gehen? Briefing Room. Ne, er muss unten sein. Also habe ich das jetzt so schwer übersehen? Oder gibt es noch ein zweites Gebäude außen irgendwo, wo man hin muss? Ja, guck, das Gebäude gegenüber. Oh, da kann ich lang suchen. Ah. Und ich suche mir da alle Türen durch. Detectives Phelps and Earl here to see the coroner. Yes, Detective. He's waiting for you in the examination room. Was war? Merci. Examination Room. Ah, da. Cole, Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. Das hat bestimmt gut I found 2 getan. cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Also, wenn wir jetzt das da richtig interpretieren, könnte er der Mörder sein, der aber wahrscheinlich angestiftet worden ist. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Warum gehen wir raus? Ich will die Leiche doch noch gucken. Nee, zurück. Boah, leck. So ein Kantholz, ne? Hinterlässt einige Spuren. Und das ist unsere Leiche. Ja, eigentlich untersuchen. Okay, also mehr Informationen gab es trotzdem nicht. Ich habe jetzt gedacht, man könnte da irgendwie noch was sehen, aber nichts Spezielles jetzt, ne? So, Verhörraum 2. Wo waren der jetzt? Interview 1, Interview
2. She was 13 if she was a day. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Verlobter von Heather Swanson und Freund von Julia Randall. Also die wir gerade in dem Schickimicki-Laden da befragt haben. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Ja, der sagt die Wahrheit. Er sagt keine Wahrheit. We were friends. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Boah, ich hätte jetzt 100%ig gesagt, dass der die Wahrheit sagt. Er hat sie nicht gesagt. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Das ist auf jeden Fall gelogen. Also er hat gesagt, kann schon sein, dass sie einen älteren Mann gesehen hat. Ich war in die Details von Julias Privatleben nicht eingeweiht. Haben wir Beweise, dass es anders ist? Wir haben keine Beweise dafür. Wir haben keine Beweise. Nee, also anzweifeln würde ich nehmen. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Okay. 2 Fragen, 2 Fehlversuche. Einbruchsverdächtiger LeBlanc. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Ich weiß es nicht. Also passt nichts zusammen mit ihm. Weil er ist ja eigentlich jetzt auch nur jemanden, den wir befragen, aber überhaupt keine Zugehörigkeit haben. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Ich frage die Community. Anzweifeln hätte ich hier auch gemacht. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. The thing was, he was a real nice guy. Henry Arnett, Direktor, Arnett Clothing Emporium. Hat mit der Sache wahrscheinlich nichts zu tun. Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. War nicht schlecht. He's in that car at the lights.
He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Also dass er auch bei den Marines war und wir ja mit den Drogen da zu tun haben, die da auch geklaut worden sind. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er mit in dieser Runde von ehemaligen drin ist, die da jetzt dieses große Morphingeschäft betreiben, ne? Wir verfolgen ihn mal ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Where are you taking us, Henry? Damn it, we got pink. He's off, quick. Eben waren wir viel näher dran. Da kommt ja Mafia-Feeling auf. Das ist richtig geil, Danny. Du hast ja endlich mal geschafft. Und hast noch geschlafen. Drei Stunden. Ah ja, da wenigstens etwas. Wir beschatten gerade jemanden, wo wir denken, dass er uns zu einer Spur führt. Idiot never stepped foot in Okinawa. Der parkt hier. Warum parkt er hier? Park ich auch hier. Second Hand, was war's? He needs money and fast. Da hat er sich jetzt ein Bündel Geld geholt. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring Wo the ist er car denn around hin? when I'm done here. Ah, okay. Wir verfolgen ihn, während unser Kollege reingucken geht, was da geholt war. Dum, 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 dum. So geil. Ein bisschen inkognito, wie man sich ein Schaufenster anguckt. Ich gehe einfach hier um die Ecke. Bin gar nicht hier. Er geht jetzt da über die Straße. Dann gehen wir doch hier über die Straße. Okay. Kannst du gucken? Too much slack. Gotta get closer. Ah, ich bin noch nah genug dran. Reicht. Abgebogen. Schnell, 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 schnell. Ja. Oh. Was für ein Laden? Das ist ein Reisebüro. Will der jetzt sich ein Ticket holen oder was? Guck da mal an. Erst ein Bündel Geld holen und ein Ticket. One-way ticket, please. Next available seat.
That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City, tomorrow night. That's good, but this is better. Oh my God. Alter 50er. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Ah, das ist so teuer, das Teil. Ui. Gucken wir mal rein. Liebste Beverly in ewiger Liebe. Always. Geschaffte Henry Arnett vom Hollywood-Revier zum Pfandleiher, ohne entdeckt zu werden. Oh, ich habe mal voll gekriegt. Wahnsinn. Warte mal, bevor wir jetzt wegfahren, gehen wir gerade noch hier zum Fernsprecher. Ist der? Ah, da drüben. Zapp, zapp. Toll, oder? Das ist schöne alte Telefonzellen. Operator, give me dispatch. Bei uns in der Nähe gibt es gar keine mehr. Glaub, die sind alle abgebaut worden, ne? How could I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any Die luck with the zwei arrest haben record was. check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks for your help. Der Fall da ist echt verzwickt. Der wird nicht einfach. Wir haben bisher kaum gute Beweise. Wir haben weder irgendjemanden, den wir mit dem Morphin richtig in Zusammenhang bringen können. Mindestens nicht safe in Zusammenhang bringen können. Noch die zwei Verdächtigen, dass wir denen irgendwas anhängen können. Irgendwas. Nennen wir die kleinste Kleinigkeit bisher. Das ist schon eher schlecht. Normalerweise haben wir schon relativ am Anfang irgendwas. Aber der da verhält sich ja jetzt auf jeden Fall sehr merkwürdig. Er fährt zum Pfandleiher und verpfändet ein Zigarettenetui, das fast über 10.000 Dollar wert ist, für 600, um sich ein Ticket nach Mexiko zu kaufen, um sich abzusetzen. Wenn das Aufleer nicht sein kann, dann weiß ich aber auch nicht. Ist aber trotzdem leider kein Beweis für Mord, ne? Ist nur ein Beweis für Shit in der Box. Bin mir leider nicht. Hui. Aber wundert mich eigentlich, wo du gesagt hast, dass du Mafia spielst, Danny, oder gerne gespielt hast, dass du das hier auch nie gesehen hattest oder nie gespielt hattest. War ja eigentlich 10 Jahre nach Mafia. Nee. Sir, I need the 6, contraband 7, list. 8. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Aber wahrscheinlich zu geizig. Is the cigarette case on there?
So, jetzt müssen wir hier mal durch. Oh Gott, jetzt müssen wir hier durchgucken. Hier haben wir Cash Wireless Radio. Birch Gold Cigarette Case. Da haben wir doch schon. Miss Beverly Eavesdrom. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Das war vielleicht nicht ganz so KLUK. Black Sapphire Ring. Julia Randall's ring. It's here. Alexa, stopp. Ich weiß nicht, was meine Alexa jetzt hier wollte. Und die hat irgendwas verstanden. Haben wir noch was hier? Christopher Middle with Gold. Ein Glied, ein Apfel, Diamantenbrosche. Coin Collection. Silver Pillbox. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Genau, an die Pillenbox habe ich nämlich auch gedacht. Crystal Decanted Drink Glasses, Gold Necklace, Mont Blanc, Gold, Artbound. Der Bibel hat man nichts zu tun. Mit einer Konstantin-Uhr hatten wir auch nichts. Lederbrieftasche. Satonkleid. Ja. Und nix. Hatten wir auch nichts. Silberbesteck hatten wir auch nichts. Rentenzertifikat. Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Der Typ hat sogar seiner Frau den Verlobungsring geklaut. Toll. Und das Mädchen, das wir verhört haben, das war ja wirklich super lieb und hat nur die Wahrheit gesagt. Ja, schönen guten Abend, Hallöchen. Endlich Feierabend. Was heute arbeiten, gell? Gerade mal überlegen, was heute arbeiten, ne? Der Danny war zu geizig, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Alter Geizharz. So, weiter geht's. Welche Orte haben wir denn jetzt? Also, wir haben jetzt noch das Hollywood-Revier Streife 9. Das ist der andere Polizist, der diesen anderen Toten, der ja ein Gauner war, zuletzt eingesperrt hat. Vielleicht kriegen wir von dem noch ein paar Informationen. Und dann haben wir von der Eavesdrom den Bodensitz, wo die Sachen da geklaut worden sind. Wir fahren erstmal zu dem Polizist, zu dem Fred Wallace. Vielleicht kann der uns noch was über den Toten sagen. Friends, quality is an American trait, and Americans recognize quality whether they're in New York, Milwaukee, Chicago or Los Wird eigentlich mal wieder Zeit für ein neues Spiel, was so in dem Zeitalter spielt und mindestens genauso gut ist. Finde ich. Sollte mal wieder eins rauskommen, ne? Der schreibt mal Rockstar mal, dass sie noch einen zweiten Teil hier von NOIRE rausbringen. Ich glaube, mit der Mafia-Reihe, das ist vorbei. Ich glaube, da kommt kein 4. Teil mehr. Nachdem der 3. so ein Flop war, kann ich mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Oder oben der Schriftzug Hollywoodland. Auch geil. Hollywoodland. Habe ich das schon mal gesehen? Der hat wieder wie Karl Arsch, ja. Im Real Life. Der Danny bestätigt das.
Hieß das früher so, echt? Das wusste ich nicht. Come on, let's give him a hand. Ist dein Ernst? Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Oh. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the Lauf, 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 lauf. Ich bin mit Hollywood nicht so auseinandergesetzt, aber wenn du das sagst, ich glaub's dir mal. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir für das Spiel wieder... Wow! Für das Spiel wieder den Namen geändert haben. Den habe ich noch erwischt, den da. Den einen. Du brauchst gar nicht weit weg zu flitzen. Tag. Habe ich in der Doku gesehen. Man kann nicht alles wissen, aber jetzt sind wir wieder mit der schlauer geworden, ne? Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some Hat jetzt Wochenende hinein, oder? Goes by the name of Jimmy Ja, LeBlanc. ich glaube schon, ne? Bersi ist auch da. Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" Ich hab nichts gesagt. An acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Der ist nur ein Wachmann eigentlich, ne? Wir haben eine neue Person, den Willy. Willy? Müssen wir mal in Erfahrung bringen, wer das ist. Wir fahren zum Eastrom Wohnsitz. Frühschicht, ja? You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Passt zusammen. Definitiv. Das könnte der sein, dem den Schädel eingeschlagen hat. Die Frau so festgehalten hat, dass die richtige unterlaufene Blutflecken an den Armen hatte. Das könnte schon alles sein, ne? Und der andere hat einfach die Morphindosis da reingepumpt. Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Erstmal einen trinken im Dienst. Kein Wunder, dass wir so fahren, ja? Okay. Wohlhabendes Einbruchsopfer. Mrs. Eavestrom. Braune Augen, 61 Jahre alt. Braune Haare und weiblich. Okay. Liste des Diebstahls. Fragen wir mal nach. It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. What? 25? Ne. Warte. Zigarettenetui der Marke Farage, Gold und Emil, keine Ahnung, Wert von bei $10.000. Haben wir von dem Handleier, ja?
Wir sagen Lüge. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eastrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Weil es so ist, Fräulein. Hier, wir haben den Beweis. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? Ich weiß nicht, ob das Daughter's so boyfriend was gut quite ist. taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Das ist nicht so gut, sowas zu sagen, oder? Aber gut, das ist der Ding. Einbruchsbericht. What can you tell us about the burglary? A terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Was können Sie uns über den Einbruch erzählen? Diese schreckliche Nacht ist schon über ein Jahr her. Reden wir nicht davon, reden wir über was anderes. Ja, aber dann ist doch keine Aussage dazu. Was soll ich denn da? Kann ich ja nur anzweifeln, oder? Soll ich das anzweifeln? Oder soll ich Wahrheit sagen? Gucken tut sie wie Wahrheit, würde ich behaupten. Aber es passt halt absolut nicht zu... Die Antwort passt nicht zu der Frage. Ja, Wahrheit. Probieren geht über Studieren. Wahrheit. Tatsache. Heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. Stoneman. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch. Jetzt wird aber Let you know how you can komisch. recover your valuables. You've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? I'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Alter, wie einfach jetzt, wenn man den Zusammenhang weiß. Die Tochter von der Bestohlenen, der ihr Verlobter ist der alles geklaut hat. Das war doch easy. Hätten wir das vorher gewusst. Wir wissen jetzt zwar nicht, wer der Mörder ist, wir wissen aber, wer der Dieb ist. What did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Der wird sich freuen, wenn wir da ankommen. Der wird richtig happy sein. So. Also, wir wollen zu Arnett's Apartment, bevor der nach Mexiko auswandert. Der hat sich ja schon ein Ticket gekauft, wissen wir ja schon. Und deswegen hat er sich das auch gekauft, weil der Angst hat aufzufliegen. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. Gib mir What nicht. is sogging it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Und die meinen jetzt, dass die tote Frau Mrs. Randall hier, die wir am Anfang gesehen haben, dass die Komplizin war, die hat abgelenkt. Hast du das Bild? Ich weiß nicht. Hui!
Willst du etwa auf meinen Fahrstil abzielen? Ich habe noch einen Unfall gebaut. Guck mal, ich fahre doch heute richtig gut. Kann mir keiner sagen. Wenn die anderen noch mal nicht immer so kacke fahren würden. Mann. Quatsch. Niemals. Guck mal, ich fahre wie ein Einzeug. Guck mal. Oh, was? Als ob das im Real Life besser wäre. Hab schon anders behauptet. Die anderen sind schuld. Natürlich. Das war auch der schuld. Der hat gebremst. You idiot. Hätte er nicht gebremst, wäre das nicht passiert. Oh. Son of a bitch! Immer diese Kraftausdrücke. Alter, warum bremst du denn da, Mann? Ja, ich weiß auch nicht, warum die immer bremsen müssen. Und jetzt Apartment. Come on, sister. Let's find out who your fiance really is. Gucken wir mal da oben bei dem in die Bude. Da wird er sich aber auch freuen, wenn wir vorbeikommen. Wer bremst, verliert. Danny hat begriffen. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Nope. LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Nee. Der hat so gezögert. Der hat so komisch geguckt. Gibt es hier keine Briefkasten, wo da dran steht? Ich glaub dem nicht. Nicht, dass der mich auf eine falsche Fährte hier lockt. Ja, es gibt keinen Briefkasten. Ich muss dem glauben. Ich muss dem glauben. Alles Verbrecher. Während ich jetzt... Wenn ich hochfahre, läuft der die Treppe jetzt runter. Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Put your hands in the air. Was ist hier los? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Auf. Give it up, LAPD. Oh, ernsthaft jetzt? Mein Hut ist weg. Scheiße. Lauf, komm. Ich krieg gerade hier die... Oh, fuck. Der ist entkommen. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello. Okay, ich habe es schwer, bin voll vom chinesischen Buffet. Oh, das muss ich auch mal wieder machen. Euch noch viel Spaß bis morgen. Alles klar, ruhig aus. Wir sehen uns morgen Abend zum Fassmond, ne? Klar, macht gut. Schönen Abend. How was Arnett? He's coming around too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry?
Ja. Das wird jetzt immer verwobener. Also, er klaut den ganzen Scheiß bei der Mutti seiner Verlobten. Ja. Gaukelt der wahrscheinlich nur was vor. Währenddessen er wahrscheinlich noch mit anderen Typen irgendwas am Wickel hat. Komm mal in den Koffer. Wir haben eine Armbanduhr. Und dann ist die Konstantin-Uhr, die auf der Liste war. Auf der gestohlenen Liste. Ein Geschenk zum Abschluss, genau. Komischerweise steht die auf der Liste der gestohlenen Gegenstände. Ja, ja. Geschenk von den Eltern, ja, ja. Und was haben wir hier? Ein Ticket nach Mexiko, das wissen wir ja schon, haben wir schon gesehen. Wir waren ihn ja hinterher am 12. September, okay. You told Heather you're honeymooning without her? Flitterwochen ohne Frau. Die besten Flitterwochen, ne? Die sind immer so ruhig. So, was haben wir sonst noch hier? Das ist die Brosche. Ah, ne, sah so aus wie die Brosche, die auch gesucht wird. Wir finden aber bestimmt noch was. Hier haben wir noch eine Zeitung. Sonst aber nichts Großartiges. Was haben wir hier? Halb aufgegessenes Frühstück. Boah, geil, Wassermelone. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Was haben wir hier? Was ist das da denn? Eine Taschenlampe. Warum? Meine Einkaufstüten lasse ich auch immer so offen rumstehen. Pack die nicht aus. Haben wir hier nichts Wichtiges. Gehen wir mal mit Arbeit. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier. Eine Dartscheibe hat er hier hängen. Hübscher Fächer, Hier scheint auch nichts zu sein. Was haben wir denn hier im Schlafzimmer? Was ist das? Lippenstift? Warum liegt denn bei dem Lippenstift irgendwo rum? Was haben wir da? Der Fall hier ist echt knackig, ne? Muss man schon sagen. Wir haben immer noch nichts gefunden, was uns weiterhilft. Das ist schon das Ende des Apartments. Gibt's doch nicht mehr. Wir haben noch keine richtigen Indizien. Wir haben schon so ein bisschen das Konstrukt zusammengesponnen, aber so wirklich. Oh, da haben wir einen schönen Ausblick hier, ne? Auch wenn er nicht ruhig ist, der Ausblick, aber ist auf jeden Fall über die ganze Stadt. Wir reden mal mit ihm. So, professioneller Einbruchsring. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ja. Deine Mutter auch. Also. Und der sitzt da, ne? Und der sitzt da und der verzieht keine Miene. Können wir, ja, die Armbanduhr hier. Ach, ich weiß nicht, was ich holen soll. Ist definitiv. Also, er hat das Zigarettenetui eben verkauft. Das wäre auf jeden Fall ein Beweis, dass er das hatte. Ja, und dass er das verkauft hat. Wir haben eine Liste mit Hehlerware, wo schon mindestens 3 Gegenstände sich in seinem Besitz befinden. Und wir haben die scheiß Uhr, die wir jetzt gerade hier gefunden haben. Ich weiß nur nicht. Er sagt, wir müssen ja auf den Kontext achten.
Wir wissen alles über die Juwelenschieberei. Sie und Randall, also die Verstorbene, und der verstorbene LeBlanc und der Willi erledigen die Laufarbeit. Und er sagt, ich bin im Modegeschäft. Aber wir haben ja definitiv Beweise. Jetzt weiß ich nicht welchen. Die Uhr ist verlockend. Würde ich auch sagen, Danny. Das denn. Schönen guten Abend. Hallöchen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich denke, die Uhr ist wirklich am naheliegendsten. Aber es könnten auch die zwei anderen Sachen sein. Danny sagt die Uhr. Also wir betiteln ihn einer Lüge und nehmen die Uhr. Ja? You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? My daughter's... War falsch. Couldn't you be calling me an ambulance or something? Ah, ich habe es geahnt, aber es ist sau schwer. Ist sau schwer. Ah, fuck, Mann. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was gonna create a new gang. Das ist auch gelogen, das da. Aber dafür haben wir keinen Beweis. Dafür haben wir keinen Beweis. Wir können höchstens anzweifeln. Anzweifeln oder haben wir einen Beweis dafür? Was meint ihr? Ich denke, wir haben keinen Beweis. Die Wahrheit würde es nicht sein. Weil alles hier oben macht keinen Sinn. Das bringt uns nicht weiter. Das muss hier unten, wenn hier unten sein. Den Goldring hilft nicht. Überdosis auch nicht. Das Zugticket hilft uns in dem Fall auch nicht. Etui, Hehlerware, Liste und die Uhr auch nicht. Ich sag Zweifel. Auch falsch. Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Also er stellt sie jetzt gerade so hin, als wäre sie die Schlimme gewesen, ne? Die eigentlich alles so immer weiter unter Druck auch angezettelt hat, ne? Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Die Wahrheit ist es nicht. So wie der guckt, ist es nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Die Sache ist echt schwierig. Wir haben einen Namen, Henderson. Wir haben eine Jacke mit einer Samthausjacke, die in der Wohnung vergessen worden ist. Eine Samthausjacke und ein Designer bzw. ein Modehändler, was er auch jetzt ist, könnte in Verbindung stehen. Die Jacke könnte ihm gehören. Er könnte unter dem Decknamen Henderson sich vorgestellt haben, damit da nicht irgendwas an seine Verlobte rankommt,
wenn die das hören würde, dass die sich trennt. Die Julia hat vorgegeben, für ihn zu modeln, hat wahrscheinlich aber gar nicht wirklich viel gemodelt. Die waren einfach ein gutes Räuberduo und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob ich anzweifeln soll oder die Hausherrenjacke wählen soll. Also die könnte ich mir noch gut vorstellen, dass die als Beweis dient. Wir gucken uns den Text nochmal an. Es gibt keinen Henderson. Mehr ist es nicht. Wer ist Henderson? Was hat er damit zu tun? Den Beweis, die Jacke. Oder sollen wir einen Intuitionspunkt verwenden? Wir könnten auch einen Intuitionspunkt verwenden. Wir haben noch 3 Stück. Intuitionspunkten Joker einsetzen. Und uns von der Community helfen lassen. Aber dann haben wir jetzt auch nur noch 2 Punkte dann. Ich glaube, ich würde den Punkt trotzdem einsetzen, dass hier ist jetzt wichtig herauszufinden. Wir sagen Community-Fragen. Lüge. Lüge. Also wir sind auf der richtigen Spur. Lüge. Aber er sagt uns jetzt nicht, welcher Beweis. Matti, schönen guten Abend. Dankeschön für den Lurk, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir brauchen auf jeden Fall einen Beweis. Tell me about your first burglary and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Moment. Er sagte, erzählen Sie über den ersten Raub. Und der erste Raub war der Saphirring. Und den hatte das Opfer an. Ah. Saphirring oder Jacke? Oh Mann, das ist echt fies. Andy sagt Ring. Ich hätte jetzt auch den Ring geholt. No such person. Und ist falsch. Ah. Sorry to disappoint you. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Habe ich mir schon fast gedacht, dass der Stoneman da ist, aber... Scheiße. Das war richtig... Das ist richtig schlecht gelaufen. Wir haben 3 Fragen von 3 falsch. Eieieiei. You know the way. You can drive. Where are we going? Ich glaube dem Typ, dass das Stoneman ist, weil der war direkt, der war für mich eigentlich direkt unten durch. I guess the wedding's off. Ich würde sagen, 3 von 3 Party. Der Dr. Stoneman ist der Einzige, der an die Drogen gekommen wäre. Und der fand die wunderschön, hat er gesagt. Die hat ihm im Arsch nicht angeguckt. Und das heißt für mich, verschmähte Liebe. Dann ist der bestimmt irgendwie da dran gekommen, dass die ganzen Leute beklauen. Dann hat er die bedroht, die ist ausgerastet, er hat sie umgebracht und hat das alles mit dem Team angeleiert. Irgendwie so. Wir brauchen nur Beweise. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke.
Gerne. 80. Time for the doctor to give us something to make this all better. Wir müssen das nächste besser machen. Das nächste Verhör muss laufen. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Oh, der Typ. Geil. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. Ah, erwischt. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? Ja, das habe ich schon gewusst, wie ich aus seiner Tür raus bin. I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Ich habe das direkt am Anfang gesagt. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. Der Typ. Sperren Sie mich einfach ein und werfen den Schlüssel weg. Didn't see that coming. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Alter, das war aber eine Kurzschlussreaktion, oder? What the fuck? Operator, give me R&I. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building Ist der letzte aus dieser ganzen Gang. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Okay, man kann da nichts mehr sagen zu. Also der hat ja schon, keine Ahnung, der hat ja schon damit abgeschlossen gehabt, wie wir reinkamen, ne? Der wusste ja schon, wir haben ihn am Sack, ne? Definitiv. Aber eins hätte ich jetzt nicht gedacht. That old boy really fell for that, bro. Der aus dem Fenster springt und sich umbringt. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from Das experience. alles nur für, wie er sagt, für Liebe. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Wo ist der denn rausgesprungen? Ach so, hier auf der Seite. I want to see. Excuse me, officer, I want to see. I recognize that guy from the paper. Ja. Der erzählt uns wohl nichts mehr.
Reiß die Wand an. You can drive. All right, where to? Willys Apartment. 1 Uhr in der Früh. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. Zack, zack, zack geht das. Selbst hat da überhaupt kein keine Probleme mit. Ein Ringer, der Mundharmonika spielt. Ja, das suchen wir jetzt nach dem oder was? Da lang. Bin auf dem Holzweg, da lang. Oh. Der oben im Dach. Der ist in der Gasse oder was? Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Alter, der zückt. Der zückt einfach. Und dem ist alles egal. Fängt direkt an zu schießen. Wo ist er hin? Da hoch. Darüber. Zack, 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 zack. In die Hütte rein. Ist er hoch oder runter? Hoch. Auf Dach wahrscheinlich. Scheiße, der hat gut Vorsprung. Aber wo ist der hin? Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Place the son of a bitch. Toll. Kommen wir da hoch? Die Frage ist, wo will er hin? Wo will er hin? Kommen wir rein? Ich will ihn nicht Ah, ich muss ihn umbringen, oder was? Ich will den doch nicht umbringen. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. Echt doof, dass man nicht alle lebend auch überwältigen kann, um mehr Infos zu bekommen. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Fall gelöst, würde ich sagen. Wir haben alle dazugehörigen Mitglieder.
2 Sterne nur. Ich habe ein bisschen viel Fahrzeugschaden verursacht. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber wir haben fast alle Hinweise gefunden. Einer ist mir irgendwo durchgegangen. Und der eine gefundene Hinweis, also der nicht gefundene Hinweis, der ist in der Wohnung gewesen. Und ich bin zweimal dahin gefahren. Und ich habe ihn nicht gefunden. Ein Hinweis auf Morphium in Julias Apartment. Und Carruthers hätte ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ich habe keinen Hinweis auf das Morphium gefunden. Ich habe ihn nicht gefunden. Wir haben zwar den Fall erledigt, aber ich habe diesen scheiß Hinweis nicht gefunden. Und dann haben wir natürlich von 16 Fragen nur 9 richtig, was natürlich auch nicht so geil ist. Egal, wir haben den Mörder, wir haben die ganze Bande um den Raub dazu noch. Also haben wir den Fall abgeschlossen und den legen wir jetzt zu den Akten und gehen in den nächsten. Auf geht's. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. Oh. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole. Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to First Lieutenant. Ich glaube, das hat ihn gerade nicht so wirklich getriggert. Offenkundige Bestimmung. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. Wir kommen jetzt langsam der Geschichte mit den Injektionsspritzen ja auf die Spur. We didn't get all of it. Wir hatten ja schon mal einen Fall ganz am Anfang mit den Drogen aus der Army, beziehungsweise dem Morphium. Und wir haben ja dazu auch einen Zeitungsbeitrag gefunden, wo wir ja schon wissen, dass Kollegen unserer Truppe, nachdem sie aus der Armee zurückkamen, dieses Morphium gestohlen haben und das vertickt haben. Das ist ja aus dem Ruder gelaufen. Das wissen wir schon durch die Zwischenszenen. Und das finden wir halt jetzt überall in der Stadt. Und jetzt ist, glaube ich, das 4. Mal, wo wir irgendeinen Fall haben, der auf diese
Morphiumspritzen abzielt. Also wir haben immer nur die kleinen Dealer gefunden, aber nie das große Ganze anscheinend bisher. Also müssen wir ran. So, wo steht denn unsere Karre? Da wäre ich besser mal zur Hintertür rausgegangen. Da wäre ich direkt beim Auto gewesen. So, wir versuchen diesen Fall mal so wenig wie möglich Fahrzeugschaden zu verursachen. Das wäre doch mal eine coole Idee, oder? Eine kleine Challenge. Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, ich bin heute eigentlich Parker's relativ got a gut gefahren, puritanical streak. würde ich You never sagen. know we'll get swept up in a thing like that. Ich habe schon mehr Unfälle gebaut. Doc, Hallo? Das wäre jetzt nicht mein Verschulden gewesen. Klar kann ich das. Bestimmt. Ab und zu. Guck mal, der hält sogar vor mir. Das ist ja nett. Wenn ich mit Controller fahren würde, dann wäre es, glaube ich, noch besser als mit der Tastatur. Ich muss sagen, die Steuerung ist wirklich 2010, ne? Die lenkt ein oder es ist gerade. Die lenkt ein oder es ist gerade. Da gibt es kein, ich lenke mal ein bisschen ein oder ich lenke mal nur ein Mühe ein. Entweder lenke ich ein oder ich war gerade. Das ist wirklich, es gibt links, rechts oder geradeaus bei den Reifen da. Heute ist halt ja alles ein bisschen smoother eigentlich gelöst. So, mal hier ein. So, wo müssen wir hin? Guck mal, hier kann man schon auf die Dächer krabbeln. Der ist auch direkt rangesprungen, ne? Muss aber nach unten. Oh, ich muss vorne hin, verdammt. Ich will aber nicht nach vorne. Kein Hintereingang hier. Der zu. Aber guck mal, da kann man durch den Spalt lunzeln. Die Tür ist nicht richtig dicht. Okay, wir müssen vorne rum. Homicide guys are already inside. Bukowski. Phelps. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Mind if we take a look around? Band. Be my guest. You might want to work with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Was ist denn hier bitte abgegangen? War das nicht der Club, wo wir am Anfang auch drin waren? Ist das nicht der... Must have pumped a dozen rounds into him.
Certainly sends a message. Alter, wo haben die denn überall reingeschossen hier? Zigaretten. Die werden uns wohl nicht weiterbringen. Auch das hier wird uns nicht wirklich weiterbringen. Keine Spuren, die uns helfen. Na gut, das haben wir schon gesehen. Eichholzschachtel hilft uns auch nicht weiter. When you're ready to have a civil conversation, we can try again. Wenn wir eine zivilisierte Konversation führen können, dann können wir es nochmal versuchen, hat die gesagt. Geil. Zivilisiert? Quatsch. Die Flaschen hier, die helfen uns auch nicht weiter. Das sind alles keine wirklichen Spuren. Was haben wir denn hier hinten? Da liegt ja noch einer tot rum. Was haben wir hier für ein Kästchen? Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Achso, das sind die Aufsätze, gell? What's that click? Da ist ein doppelter Boden drin. In der Kiste. Da ist ein doppelter Boden drin in der Kiste. Nur wie machen wir den auf? Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. Eine Spritze. Guck mal, da hat er sich was reingepfeift, der Kerl. Alles dabei gehabt. Blue Room Ticket. We should follow up on the musician angle. Also die hatten auf jeden Fall auch Zugang zum Stoff. Sonst haben wir hier nichts. Da ist einfach wild in die Wand geballert worden. Littlestone. So, nichts zu sehen. Der Hand. Auch nichts zu sehen. Dann wird er wohl was in seinen Jackentaschen haben. Und da haben wir doch. Wir haben's. We have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Das ist immer noch im Umlauf. Da war so viel Zeug anscheinend. Frage ist, wie das dann in Zusammenhang mit dem Ganzen steht. Ne? Zigaretten. Und in den Zigaretten ist bestimmt Morphium drin. Dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months. Mach mal auf. Und die aufmachen? Ne, das sind wirklich Zigaretten. Ich hätte jetzt gesagt, die hätten das vielleicht getarnt als Zigaretten. Scheint aber in Ordnung zu sein. Oder? Was jetzt? Und da ist mein Spiel abgepackt. Und es war weg. Es wurde unerwartet beendet.
Super. Warum? Warte mal, starten wir. Hoffentlich ist jetzt der Spielstand nicht so weit weg. Fehler. Okay. Die wird ausgeführt. Okay, einmal abgestürzt in der ganzen Zeit. Das ist in Ordnung. Für so ein altes Spiel, oder? Kann man schon sagen. Nein, ich möchte die Spieleinstellung nicht ändern. So. Ich denke, wir müssen da nochmal hinfahren und müssen die ganzen Beweise jetzt nochmal sammeln. Was denn hier los? Ja, das Spiel ist abgekackt. Terror, schönen guten Abend, hallöchen. Na, Wochenende. Gerade mittendrin einfach hier abgestürzt. Passiert. Muss ich mal gerade noch mal hier Vollbildmodus aktivieren. Zack, jetzt ist wieder Vollbildmodus. Gucken wir mal, wo er zuletzt gespeichert hat. Ich hoffe nicht so weit zurück. Schaut auch, dass es an der Stelle jetzt nicht die ganze Zeit abkackt. Ich hatte irgendwann mal ein Spiel, das ist an einer Stelle immer und immer wieder abgestürzt. Für Vollbild einfach F4, Alt F4 drücken. Kannst du ja machen. Ich nicht. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. See what's left of the owner, Eddie McGoldrick. Bestimmt heute auch noch jemand drauf rein. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Ja, ich habe da eigentlich noch, auch noch einen guten Tipp bekommen. Wenn du deinen PC doppelt so schnell machen willst wie vorher, musst du auf deinem Laufwerk C den System 32 Ordner im Windows löschen. Ja? Dann wird dein PC doppelt so schnell wie vorher. Ein guter Tipp, solltest du mal machen. I'll keep her company until you're ready. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Hat ein Freund erzählt. Das waren hier die Zigaretten, die waren nichts. Was hatten wir gefunden? Hier hatten wir eigentlich gar nichts mehr gefunden. Wir hatten hier in dem Koffer Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. mit dem Koffer, zack. What's that click? Eins hoch. Nein, dahin. Zack. Zack. Und zack. Zack. Dann geht hier die Sache auf. Genau, da haben wir seine Morphiumpumpe haben wir hier. Ja. Genau, Morphiumpumpe und wir haben das Blue Room Ticket, womit wir nochmal den Hinweis bekommen. We should follow up on the musician angle. So, und dann hatten wir noch den Hinweis bei dem Typ hier.
Da war, glaube ich, nur das Morphium, das er dabei hat, ne? Kannst den auch mal in x64 umbenennen. Dann kann der mehr Arbeitsspeicher benutzen, verstehst du? Sonst ist der limitiert. Do we have a new source, or is this coming from what's left in circulation? So, und dann waren wir hier bei den Kippen. Dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Ja, also ein Raucher könnte damit bestimmt ein paar Monate hinkommen, oder? Oh, guck mal hier. Er hat auch nur ein paar Gewehre im Hinterzimmer. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Der hat alles aus der Army hier stehen. Zigaretten, Waffen, Morphium. Einen halben. Dem einen oder anderen würden die Kippen gerade mal 2 Monate halten, ja. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der so eine Stange in der Woche wegkriegt. Find anything interesting? Take a look around, Phelps. Looks like a straightforward execution to me. Ah, wir können uns ja hier noch mit der Dame unterhalten. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Ja, die Hostess. Hostess im... Ja, super. Aber die hat keinen Namen. Die heißt ja nicht die Hostess, oder? Die muss doch einen vollständigen Namen haben. Das kann man doch so nicht protokollieren. Auch geil. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Hast auch Glück gehabt. Die guckt aber schon so doof. Die ist der Vorname und Hostess ist der Nachname. Genau, die Hostess. Wahrheit oder anzweifeln? Wir haben ja keine Beweise, dass sie jetzt nicht frei hatte oder frei hatte. Also, aber sie guckt halt so, als würde sie irgendwas schon. Ich würde anzweifeln machen. Das könnte doch einfach die Wahrheit sein und die könnte abgefuckt sein, gerade von der Situation, ne? Wahrheit? This how you usually solve a crime? Ja, tue ich. Guck mir meine Gegenüber immer genau an. Aber ja, was haben wir an Beweisen? Wir haben das Morphium. Wir haben die den Blue Room Ausweis. Wir haben die Kippen. Wir haben die Waffen. Und wir haben den Raub von Armeevorräten. Am Dock von San Pedro. Ich würde sagen, wir zweifeln an. War richtig. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Das glaube ich dir.
Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Drogen, ja, okay, Eddie so weit was sind in over wir. his head, but he was a decent boss. Okay. Mehr kriegen wir aus der nicht raus. Was kriegen wir denn hier vom... Wo ist denn der Leichengucker hier? Da läuft er gerade weg. Hast du noch was für mich? Never the same, are they? Ja, alles klar. Oh, hier haben wir ja noch einen. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Der war mit uns in der Einheit. Also mit Paul hier. Deswegen war der wahrscheinlich auch in dem Morphingeschäft drin. Da haben nur Cole nicht gefragt, weil der bei der Polizei war und der absolut nicht auf der korrupten Art und Weise mitmachen würde. Aber der ein oder andere Polizist hat ja so viel, was aus den Videos weiß, da auch mitgemacht, ne? Ist nix. Auch nix. Der hat ja gar nichts bei sich. Was ist denn mit dem? They didn't even try to crack the safe. Nö, der ist einfach da offen und die Knete liegt da rum. Knete, Waffe. Und nu? I'm at a loss. I'm stumped. Ideas? Back to the station. We need to speak to someone on the robbery detail. Okay. Ist soweit schon fertig, wirklich? Ja, wir haben alles. Okay, er meinte, wir sollen zum Revier zurückfahren und uns erstmal einen Überblick verschaffen. Dann tun wir das How doch. well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Any Central unit, suspect to be taken into custody at Southern California Auto Club. Stand by for further unit to handle identifying code 2. Ja, der hat mit dem Morphium wahrscheinlich Knete gemacht und hat dann den Club gekauft, ne? So wird das abgelaufen sein. What's going on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution. Jeder Politiker ist gegen Prostitution, außer er nutzt sie gerade. Das ist schon gut. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge?
Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Okay. Der Danny ist schon raus. Gute Nacht. Schlaf gut. So früh schon? Bist du schon wieder müde? Hast du jetzt geschlafen? Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coleridge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Docks Robbery 11 Club. Kelso. Jack Kelso. Jack Kelso. Der sagt uns da was. Das ist doch der aus der Einheit. Wie kann er das jetzt nicht sehen? This is the crate we recovered. Ja. Und die ist von Sheldon Courtney oder was? Die gleiche? Ne. Zigaretten sind von der Kelso. Und das Morphin? 500,000 cigarettes loose on the streets of LA. Gut, den Namen sagt mir nichts. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Okay. Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. Goldrick. Goldrick? McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. Goldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Need a drink. Also wir haben jetzt schon mal so weit, dass auch hier unser Cole weiß, dass seine Einheit, die Leute aus seiner Einheit hier, die hier gerade aufgelistet waren, da irgendwie mit drin stecken. Und müssen wir eigentlich jetzt noch tiefer graben, um das noch zu beweisen. Dafür müssten wir aber Revier. Mal hier noch was machen. Ich glaube nicht. Der Ausgang, da ist der Ausgang. Ey, guck mal, der sitzt schon im Auto. Der war doch gerade noch. All right, where to? Gerade noch hinter uns. Aber wir können in dem Revier hier noch was machen. Wir können hier noch irgendwas tun. Kurios. Mouthpiece door stripped. Kannst du noch mal reinlunzeln in das Buch? Goldrick. Kelso. Aber jetzt die hier, der sagt mir gar nicht. Hendrix. Sonst gibt es hier ja nichts. Was kann hier noch tun? Let's catch up soon, Cole. Now I gotta get back to work. Aber ich glaube, das Polizeirevier ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zu saven und hier das nächste Mal weiterzumachen. Dann kommen wir der Sache näher auf die Spur.
Haben wir nämlich beim nächsten Mal in den Blue Room. Da haben wir ja den Beweis gefunden. Und vielleicht kommen wir dann der Spur näher, wo das Morphin herkommt, wer es wirklich war. Wir wissen es durch den Zeitungsbericht ja so oder so. Aber Cole weiß es halt noch nicht. Und das müssen wir halt rausfinden. Ja, ich denke, wir gehen noch irgendwo hin. Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Der Amun, der Schlingel, der ist ja auch noch am Stream. Dann gehen wir zum Amun. Dann wünsche ich euch viel Spaß da. Ich gebe euch noch gerade meine Raid-Messages mit. Einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Könnt ihr gerne beim Amun spammen. Würde mich freuen, wenn ihr dem mal ein bisschen Chat zuballert. Und dann sehen wir uns morgen Abend. Morgen Abend machen wir Phasmophobia-Stream. Ja. Und dann sehen wir uns spätestens da wieder. So gegen 8 Uhr, denke ich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Amun und macht es gut. Schön mit Ö. Hey, Cole, let's get moving.